Unser Trainingstag sieht so aus, dass wir 4 Einheiten am Tag machen. Paddeln steht als erstes auf dem Plan. Morgens immer und dann Einheit im Kraftraum. Das ist der Vormittag und dann nachmittags nochmal raus aufs Wasser und als Abschlusseinheit sozusagen eine Athletikeinheit, Dehnung, Lauf, Kräftigung. Das ist so unser Trainingsalltag. Wir haben so einen 2,5 Tage Rhythmus, 2 Tage Training oder 2,5 Tage Training, einen halben Tag frei. Also Sonntag ist auch manchmal noch frei, aber eigentlich das ist so unser hauptsächlicher Rhythmus, den wir hier zu Hause machen und im Trainingslager. Der ist, ja, um die Strecke zu messen, wir fahren immer nach Strecke. Also heute Morgen fahren wir 12 Kilometer, damit ich weiß, wo ich wenden muss und wie lange ich brauche. Und der kann sogar noch die Schlagfrequenz anzeigen. Wir haben jetzt gerade wieder angefangen mit der neuen Saison. Und am Anfang ist natürlich, dass alles ein bisschen wehtut, ein bisschen schwerfällig geht, aber das ist normal, das kenne ich aus den letzten Jahren. Ich bin der Meinung, dass ich einen ganz guten Stand habe jetzt nach den 2 Wochen Training und ist erstmal eine Leistung, worauf ich aufbauen kann. Und dann in den Trainingslagern im Winter, da ja, geht es dann auch nochmal darum, viel Grundlage zu machen und sich eine gute Basis zu schaffen. Hier habe ich im Prinzip meine komplette Kindheit und Jugend verbracht, würde ich sagen. Also echt krass eigentlich, wie lange es jetzt schon her ist. Ich fahre seitdem ich 7 bin und bin direkt hier neben der Strecke aufgewachsen. Also mein Elternhaus ist ja Luftlinie, würde ich sagen, maximal 1 Kilometer in die Richtung. Ja, und ich war einfach jeden Mittag, jeden Nachmittag nach der Schule hier, habe meine Runden gedreht, mit Freunden, alleine, mit Coaches. Was auch immer, also hier hat alles angefangen. Eigentlich auch cool, dass es immer noch meine Heimstrecke ist. Ja, das Coole bei uns ist halt, dass BMX halt so eine Fun-Sportart ist. Da kommen halt am Wochenende einfach Familien vorbei oder so, gerade weil unsere Strecke hier auch keinen festen Zaun drumherum hat und kommen dann mit ihren Kids und wir haben hier einfach ein bisschen Spaß und sind ein bisschen am Rumfahren und können Sachen ausprobieren und viele kommen dann danach eben ins Training und das hat man halt bei anderen Sportarten oftmals nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Sprint nimmt, geht keiner am Wochenende einfach so aus Spaß ein bisschen sprinten. Ja, das macht unseren Sport auch irgendwo aus, dass man es halt mit der ganzen Familie einfach machen kann. Ich bereite mich jetzt erstmal ein bisschen vor fürs Training. Dann beginnt die allgemeine Erwärmung. Die besteht daraus, dass ich mich erstmal warm laufe, dann ein paar Kraftübungen mache, mich vorbereite auf die Geräte und dann geht's das eigentliche Training dann los. Insgesamt
denke ich, bin ich heute bei 3 bis 3,5 Stunden. Vielleicht nicht ganz so lange heute, aber ja, kommt schon hin, ungefähr. In der Woche trainiere ich 6 Mal, meistens 2 Einheiten. Also außer samstags, da haben wir eine Einheit und mittwochs eine Einheit, aber dafür eine längere. Und ansonsten immer 2 Mal. Also ich habe eine Trainingsgruppe, wovon eine gerade im Urlaub ist und eine krank. Deswegen bin ich heute alleine hier. Ich habe ja Asthma und bin da mit der Lunge schon irgendwie immer sehr belastet. Nehme auch regelmäßig Cortison deswegen und das drückt natürlich das Immunsystem ein bisschen runter und man wird anfälliger für alle möglichen Keime und Bakterien. Aber warum 2 Lungenentzündungen innerhalb von 10 Monaten, kann ich mir auch nicht so richtig beantworten. Ja, also Asthma an sich, damit kommt man gut klar und auch als Leistungssportler kommt man gut klar. Mein Lungenfacharzt sagt immer, ich mache das Beste, was man für die Lunge machen kann. Aber so eine Lungenentzündung an sich, die macht einen halt absolut fertig. Also vom ganzen Wohlbefinden. Man überlegt, ob man sich eine Tasse Tee machen soll oder ob man einfach lieber im Bett liegen bleibt. Frank ist quasi Landestrainer Niedersachsen. Genau, und in Hannover angestellt, wohnt aber in Göttingen und teilt sich ein bisschen zwischen Hannover und Göttingen auf, was das Training angeht. Und ist an 4 Tagen die Woche hier, also eigentlich immer mittwochs, freitags und am Wochenende. Genau, und heute ist er leider mit seiner neuen Küche beschäftigt. Und deswegen nicht da, aber deswegen, also ich mache schon ein paar Einheiten auch alleine, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Also meistens halt dann wirklich mit der Gruppe. Also Haken ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber natürlich notwendigerweise muss man das mitmachen beim Springen. Es gibt ja auch, dass sich auf dem Trainingslager so Trainer- und Athletenbeziehungen, wo das immer Trainersache ist, das ist bei uns leider nicht so. Also aktuell ist die Behandlung ein bisschen anders, als es sonst immer ist, weil sich was zugezogen hat in der Wettkampfsituation, wo eine Stützapparatsreizung entstanden ist und dadurch der gesamte Bewegungsapparat, also die Muskulatur, schutzmäßig sich dicht gemacht hat, also gegengespannt hat. Und das war so im Prinzip das, was so die letzten, wie viel waren es? 2? Heute ist die 3. die Woche, ne? Ja, 2, 3 Behandlungen, so das Hauptthema war. Ach nee, das mit dem Rücken, das ist 2017 passiert. Einmal zu Hause beim Krafttraining, einmal bei der Bundeswehr beim Krafttraining, wo ich mir einen Bandscheibenvorfall jeweils zugezogen habe. Und jetzt beim letzten Turnier ist halt, klingt echt doof, eigentlich sollte man das nicht sagen, beim Händewaschen ist es mir wieder passiert. Ich wollte mir gerade nach der Toilette die Hände waschen und auf einmal habe ich gemerkt, vorm Kampf, pang, es knallt und ja, damit war es dann auch gegessen. Also das ist beim Johnny sehr nach Bedarf, aber das liegt auch daran, weil er ein sehr intuitiver Sportler ist. Das heißt, wenn er eine Notwendigkeit sieht und erkennt, die auch zutreffend ist, kann er das sehr gut abschätzen, was nicht gang und gäbe ist. Also manche sind sehr schnell verunsichert, wenn Dinge auftreten, die jetzt keinen direkten Behandlungsbedarf haben, und andere sind da, ich sag mal, sehr abgehärtet, nett abgehärtet. Ja, weniger sensibel, wo dann wirklich ein direkter Behandlungsbedarf ist, aber das nicht so angegangen wird. Deshalb, wenn jetzt sowas ist wie jetzt, Akutsituationen, klar, dann ist eine direkte Indikation da. Bei ihm kommt aber auch noch dazu, dass er sehr viel am Reisen ist, wettkampfmäßig,
Und dann natürlich, wenn 2 Wochen im Ausland ist, halt schwierig, direkt die Behandlung kontinuierlich fortzuführen. Obwohl du da ja auch Möglichkeiten hast, vor Ort und unterwegs dich behandeln zu lassen. Ne? Fast jeden Tag. Also die beiden wechseln sich meistens ab. Morgens geht dann mal Johnny, mal Anna und dann mittags eben jeweils der andere. Ja. Und manchmal geht halt eben auch meine Mutter statt mir mit den Hunden, aber wir sehen uns eigentlich fast jeden Tag, wenn es zeitlich passt. Und frei. Ja, es ist einfach auch Regeneration, es ist Erholung für mich. Man kann den Kopf abschalten, man hat nette Gesprächspartner, mit denen man sich wirklich über Gott und die Welt und auch Gott sei Dank auch nicht über den Sport groß auseinandersetzen muss, da der Sport ja für mich ein sehr großer Teil meines Lebens ist. Bin ich ja auch recht froh, wenn ich dann einfach über andere Dinge erzählen kann als über den Sport. Und ja, es ist einfach 2 schöne Stunden am Tag, die man so mit Freunden genießen kann. Jetzt gerade, obwohl er ja so erfolgreich ist, ist er sehr bodenständig, sehr lustig, offen, ja, sehr liebenswert. Also auch wie er mit Anna umgeht, wie er mit Luise umgeht. Sehr sympathischer Mensch. Große Erwartungen, Tokio 2020 ist erstmal auf jeden Fall die Qualifikation an sich. Weil unsere Qualifikation ist wirklich sehr hart. Also da durchzugehen ist schon der erste Meilenstein. Und wenn du dann dabei bist, ist mein Ansporn wie immer Gold. Also ich gehe auf kein Turnier und sage, ich will mich da platzieren, sondern mein primäres Ziel ist immer erst Gold. Und alles, was danach folgt, Bronze oder Vize, finde ich mehr als klasse. Also es ist wirklich auch schon ein großer Traum, überhaupt eine Medaille dort zu holen. Aber ganz klar, Qualifikation und dann Gold. Ja, das Traurige ist halt, dass viele Mädels, die BMX fahren, extrem stark sind. Einfach von Natur aus da andere Voraussetzungen haben und die machen teilweise 140 Kilo Deep Squat und da bin ich natürlich noch ein bisschen entfernt von. Deswegen, also ja, 100 Kilo sind an sich für eine Frau in meiner Größe vielleicht schon viel, aber in Relation gesehen, dann schwindet das wieder etwas. Ja, bei uns in Deutschland ist es ein bisschen schwierig mit dem Trainerdasein, weil wir gar nicht so eine lange Geschichte haben, sage ich mal. Und da sind andere Länder eben extrem breit aufgestockt, einfach weil die in der Vergangenheit schon so viele Profiathleten hatten. Und da bringen die Trainer natürlich über die Generationen hinweg ihre Erfahrung mit ein. Und das fehlt bei uns in Deutschland im Moment so ein bisschen. Deswegen orientieren sich relativ viele deutsche Athleten auch an ausländischen Trainern. Ich selber habe auch jahrelang mit Holländern oder zum Beispiel einem Neuseeländer zusammengearbeitet. Und ja, da sind uns andere Nationen leider echt einen großen Schritt voraus, weil die da die Auswahl, sage ich mal, im eigenen Land haben. Und dann ist es natürlich was anderes, ob jetzt der Trainer aus Deutschland kommt und jeden Tag mit mir auf der Bahn steht oder ob er halt ja, in Neuseeland wohnt, wo natürlich die Distanz schon eine große Rolle spielt. Das ist in unserem Sport eine große Herausforderung und auch eine Schwierigkeit, die da im Moment auf die Trainer zukommt, weil unsere Sportart im Moment extrem schnell voranschreitet, also extrem professionell wird oder wurde in den letzten Jahren und die Fahrer noch so große Sprünge und Schritte machen und es gibt eben wenig wissenschaftliches Material. Ich würde sagen, in ein paar Ländern vielleicht ganz vereinzelt hier und da mal eine Studie, aber so richtig wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gibt es eben nicht und deswegen müssen wir uns im Moment noch an anderen Sportarten orientieren, die irgendwie aus der Leichtathletik kommen, ja, wie wir zu trainieren haben und da ist es natürlich auch im Moment so ein bisschen Try and Error, aber ja, so wie sich die Fahrer im Moment entwickeln, sind wir anscheinend schon auf dem richtigen Weg. Aber ich denke mal, dass da vor allem in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch vieles dazukommen wird
Und das wird unserem Sport nochmal einen sehr großen Aufschwung bringen. Ja, einfach um nach den schweren Lifts, wie jetzt zum Beispiel die Squats, einfach noch eine explosive Komponente irgendwie mit reinzubekommen, dass man halt den Muskeln lernt, sozusagen die schweren Bewegungen einfach auch schnell umsetzen zu können, weil das halt genau das ist, was wir am Start brauchen. Die ersten 3 Tritte müssen halt zum einen von 0 auf möglichst schnell beschleunigt werden, was halt eben schwer ist, aber gleichzeitig halt auch unheimlich schnell und explosiv sein muss. Also seitdem ich 15 bin, habe ich immer mit einem Personal Coach gearbeitet, beziehungsweise mit verschiedenen, die über die Jahre gewechselt haben. Und da habe ich auch extrem viel gelernt, auch über mich gelernt, was bei mir funktioniert hat, was bei mir nicht funktioniert hat. Und da bin ich im Moment dran, das sozusagen auf mich anzuwenden und irgendwie zurechtzuschneiden. Und ich war in den letzten 12 Monaten insgesamt 7 Monate davon verletzt. Also mehr verletzt als aktiv gefahren. Und ich habe im letzten Jahr aber trotzdem die größten Fortschritte gemacht, was jetzt meine Werte anging, die ich je gemacht habe. Also so viel kann daran nicht falsch sein. Und da bin ich im Moment, denke ich mal, auf einem guten Weg. Ja, und werde es im Moment oder diesen Winter auf jeden Fall auch weiter noch so durchziehen. Hier im Internat habe ich früher gewohnt. Man hat quasi einen kurzen Weg. Also das ist hier auch das Gute am Olympiastützpunkt in Potsdam. Schule, Internat, Verein, alles dicht zusammen, fußläufig zu erreichen. Man verliert quasi wenig Zeit, aber hat natürlich auch keine Ausrede, wenn man mal zu spät kommt. Das Umfeld spielt eine ganz große Rolle und das ist hier gerade in Potsdam auch sehr stark gegeben. Zum einen über die Möglichkeiten hier im Olympiastützpunkt, auch die Förderung über das Ministerium, über Sponsoren, die zahlreich hier auch im Kanubereich hier unterstützen. Und natürlich auch funktionierenden Fördervereinen, das gehört alles mit dazu. Am Anfang war natürlich die größte Herausforderung, sich im Boot zu halten und geradeaus zu fahren, weil wir keine Steuer haben. Jetzt ist natürlich mittlerweile die größte Herausforderung, schnellstmöglich das Ziel zu erreichen. Und kommt viel auf Taktik drauf an, über 1000 Meter. Man darf nicht überpacen, man darf die Gegner nicht zu weit weglassen, man muss da so ein Mittelmaß finden. Aber ich habe jetzt viel Erfahrung über die letzten Jahre gesammelt und bisher hat es eigentlich immer ganz gut geklappt, dass ich mir die Rennen ganz gut eingeteilt habe und kann da denke ich mal, zuversichtlich in das nächste Jahr blicken. Nele kenne ich seit ungefähr 2007. Wir haben uns damals auf Wettkämpfen kennengelernt. Da waren wir noch, ich glaube, 15, 16 und dann hat man sich bei den Wettkämpfen getroffen. Wir haben zwar nicht im gleichen Verein trainiert, aber wie gesagt, haben bei Landesmeisterschaften getroffen und da waren wir auch echt eine ganz coole Mädelstruppe. Und dann im Jahr 2008 sind wir zu einer Trainingsgruppe bei Neles jetzigen Trainer zusammengeführt worden. Und seitdem auch eigentlich unzertrennlich. Nele ist eine kleine Streberin. Sie interessiert sich für Sachen, wo wir sagen, oh ja, so, das lese ich mir jetzt nicht durch, das ist voll langweilig, 20 Seiten Urteil, das kann sich keiner antun. Nele liest es sich durch und findet es super interessant. Von daher ist sie immer ein bisschen sehr strebsam und man fühlt sich ein bisschen faul neben ihr auf jeden Fall. Und sie ist auch ziemlich talentiert, was Jura angeht. Man darf sich nicht mit ihr vergleichen, sonst fühlt man sich schlecht. Also man braucht unheimlich viel Disziplin, die Examensvorbereitung dauert im Idealfall 1 Jahr. Also da muss man wirklich dann jeden Tag ranklotzen, sich diszipliniert hinsetzen, von morgens bis abends lernen. Und beim Sport ist es auch so, gerade beim Dreisprung muss man unheimlich viel trainieren. Da reicht es nicht nur zu springen, sondern man muss schnell sein, man muss kräftig sein, man muss auf die Ernährung achten, um leicht zu sein. Man muss stabil sein, damit man die Sprünge halten kann. Also hinsichtlich der Disziplin auf jeden Fall.
allerdings ein Ranking-System, das heißt, man kriegt Punkte für bestimmte Wettkämpfe, die man macht. Darüber kann man sich qualifizieren, dann muss man unter den Top 32 sein der Welt. Und es gibt eine sogenannte Supernorm, die ist bei 14,32. Wer die springt, ist auf jeden Fall dabei. Also ich sehe meine Chancen so, wenn ich jetzt gut und gesund durch den Winter komme und einen guten Wettkampf erwische, ist auch 14,32 nicht außer Reichweite. Und derzeit bin ich auf dieser oder nach dieser Weltbestenliste auf Platz 27, also wäre da auch noch dabei. Von daher, wenn alles normal läuft, hoffe ich, dass es klappt. Ja. Der Kampf ging schon doof los, wie gesagt mit diesem Bandscheibenvorfall, dass ich da auch schon so ein bisschen gehandicapt war. Dann kam natürlich dazu, es war ein Russe. Es war mir klar, dass dann der Kampf etwas schwieriger wird. Allerdings ja, haben die Kampfrichter den Kampf auch so gelenkt, dass es ziemlich unfair mir gegenüber war, was natürlich die Emotionen so ein bisschen hochkochen lassen hat. Dann war gegen Ende halt eine Aktion. Wir sind im Infight, der Hauptkampfrichter. Also keiner von uns hat ihn irgendwie wahrgenommen. Der Kämpfer versucht weiter mich zu fegen, also auf den Boden zu werfen. Hört auf, ich schlag kurz nach. War aber jetzt kein Schlag, wo ich sagen muss, das war fest nachgeschlagen, sondern so wie es eigentlich in unserer Sportart immer passiert. Ja, und dann sind wir so ein bisschen aufeinander zugelaufen. Er hat mir halt so einen leichten Headbutt gegeben und mich weggeschubst. Und in dem Moment, wo er mich wegschubst, gebe ich ihm halt eine Backpfeife. Ja, daraufhin schlägt er halt zu, ich schlag einmal zu, er schlägt nochmal zu, wir packen uns. Kampfrichter kommt und schreit und als ich den Kampfrichter auch gesehen habe, haben wir uns halt losgelassen und jeder ist seiner Wege. Für mich war das jetzt auch nicht so dramatisch in dem Moment, klar emotional. Ja, dann hat er uns halt disqualifiziert. Für mich war das dann auch gegessen, gut, wir sind beide disqualifiziert. Das Schlimme ist ja schon, dass die Punkte von dort jetzt weg sind. Also da ich raus aus dem Turnier bin, sind die Punkte sozusagen flöten gegangen. Und mir war dann auch klar, alles klar, das ist okay. Und dann kam halt auch jeder und meinte, ja, es kann sein, dass du länger gesperrt wirst und da wird jetzt eine Kommission drüber entscheiden und so wie ich jetzt mitbekommen habe, ist es auch so. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Konsequenz aus diesem Fehlverhalten ist. Ist auch gerade eine ziemlich ja, schwierige Phase für mich, da ich nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich bin guter Dinge und hoffe, dass die WKF da etwas ja, milde gestimmt ist, weil es war nicht richtig, aber es war jetzt auch kein Vorfall, wo man sagen muss, da muss man einen, der eigentlich schon so gut wie bei Olympia dabei ist, der sein ganzes Leben nie irgendwas verbrochen hat in dem Sport oder generell auch groß, jetzt so dermaßen bestrafen muss, um sagen zu können, ein großer Traum. Und einer der besten Athleten, der dann daran teilnimmt, ist nicht dabei, nur wegen ja, einer kleinen Lappalie. Also ich habe mir im Oktober letzten Jahres nach einem Materialfehler mein Tibiakopf gebrochen, also der Unterschenkelkopf sozusagen im rechten Bein. Da ist mir die Gabel gebrochen von meinem Rad. Ja, das sind Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, deshalb umso ärgerlicher. Und dann war ich gerade wieder auf dem Rad, bin sozusagen die Hälfte der Saison mitgefahren und habe mir dann im Juni bei einem Weltcup in Paris das Becken gebrochen, was mich natürlich wieder zurückgeworfen hat. Und ja, jetzt fahre ich seit ungefähr 2 Monaten wieder. Davon war ich jetzt die letzten 3 Wochen auch auf Weltcup-Tour in Amerika bzw. dann in Argentinien. Und ja, bin jetzt im Moment wieder in Deutschland und habe noch einen Trainingsblock hier eingeschoben. Ja, ich bin eigentlich sehr häufig dabei. Das Problem international ist, die Nadja ist das einzige Mädchen, das fährt, das viele Rennen fährt, also in der Klasse eben, in der Elite-Klasse, Junior- und Elite-Klasse. Und da ist halt immer das Problem, der Bundestrainer hat sehr viele Jungs dabei.
und muss sich natürlich um die auch kümmern. Und es ist natürlich jetzt kein Sport wie Halma oder sowas. Also es kann schon mal mit einer Verletzung enden. Und da ist es dann doch ganz gut, wenn eine weibliche Person eben auch dabei ist und wenn dann mal was sein sollte. Also ich hatte es mal vor 2 Jahren, auch noch in der Olympia-Quali für Rio, war es mal so, dass sie wirklich in Argentinien beim World Cup gestürzt ist. Ich war froh, dass ich mit war. Ich musste direkt mit ihr ins Krankenhaus fahren, Kopf-CT, Finger waren gebrochen. Und da hatte sie danach auch richtig Probleme mit Gehirnerschütterung. Und da kann man dann die Athleten eigentlich auch nachts nicht allein im Hotel liegen lassen. Ja, also ich war eigentlich relativ motiviert jetzt nach der WM. Ich bin relativ motiviert. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, wenn man dann jetzt hier so ein bisschen erkältet ist und einfach nicht Vollgas weitermachen kann. Was halt einfach sehr, sehr beschissen ist. Aber ansonsten versuche ich halt einfach das Beste draus zu machen und einfach trotzdem mein Zeug so solide hinzukriegen, dass es halt am Ende nicht so viel Rückschläge gibt. Also ich sag mal so, ohne meine Schwester wäre ich, glaube ich, nicht mehr in der Turnhalle. Wie soll ich sagen, wir geben uns wahnsinnig viel Kraft jeden Tag im Training. Und ich sag mal so, der familiäre Zusammenhalt nicht nur zwischen uns, sondern auch zwischen unseren anderen Geschwistern ist so stark, dass wir alles schaffen können. Wir haben ein sehr enges Verhältnis miteinander und dadurch kann man dann auch besser zusammenarbeiten. Wir haben angefangen zusammen zu trainieren, ich würde sagen, vor ungefähr 8 Jahren. Ja, 8 Jahre circa. Und seitdem sind wir eigentlich Team Schäfer. Ja, wir lachen auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ohne Lachen wäre das Ganze nicht mal im Ansatz erträglich. Deswegen muss immer sich einen kleinen Spaß draus machen, auf jeden Fall. Natürlich kümmere ich mich um die jüngere Generation, weil die soll ja auch mal was werden. Und dann im besten Fall natürlich auch an meiner Position stehen oder noch höher. Essen kochen, Brotdose fertig machen. Genau. Und jetzt hat er gerade gesagt, was ihm nicht schmeckt, aber ich bin ja kritikfähig. Ich schwitze. Du schwitzt? Ja. Dann zieh doch deinen Pulli aus. Nee. Ja, hier, flotte Biene, damit der Griff besser ist. Also das benutzt man sowohl zum Barren präparieren, also direkt am Holm oder eben auf dem Riemchen, dass es einfach ein bisschen besser hält und dass man einen besseren Griff hat. Das Mattenschieben ist das Schwierigste am ganzen Training. Das Tape bezahlen wir selber, ja. Also bei mir gehen also eine Rolle pro Tag mindestens. Und so ein Leukotape ist auch ein bisschen teuer, ja. Aber gut,
Das brauche ich so. Es ist auch nicht üblich, sich so viel Tape auf die Handgelenke zu knallen. Deswegen, ja, da muss man durch. Oh nee, ich glaube, ich will das auch gar nicht wissen, weil ich mein Geld nicht für Tape ausgeben will, sondern ja, für irgendwas anderes. Aber gut, ich meine, das brauche ich halt für mein Training. Und da sollte man natürlich auch, wenn es ums Training geht, nicht wirklich Kosten scheuen. Ich habe jetzt eine Stunde Krafttraining drauf. Haupteinheit ist Bankziehen. Das machen wir 6 Mal, das 20 Wiederholungen mit 105 Kilo. Und zwischendurch immer ein paar allgemein athletische Übungen. Bauchmuskel, Rückenmuskel, ja, Nacken, Beine. Das ist jetzt der Plan für die nächste Stunde. Sebastian ist für mich sehr einfach zu führen, weil er alles versucht umzusetzen, was auch im Trainingsplan steht. Er hat Vertrauen dazu und das klappt auch hervorragend. Und wir brauchen uns eigentlich nicht viel unterhalten. Eigentlich die Abstimmung findet schon so statt. Man weiß von dem anderen schon, was man von ihm zu halten hat. Und ich glaube, das macht das auch recht einfach und auch der Erfolg zeigt ja auch, dass die Zusammenarbeit auch recht gut funktioniert. Ja, ich glaube, den meisten Druck mache ich mir auf jeden Fall selber, denke ich. Ich habe eigentlich alles erreicht im Kanu-Rennsport. Ich bin Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister, Europameister. Aber es ist natürlich, ja, ich will das nochmal schaffen, ich will es nochmal beweisen, dass ich der Schnellste bin. Ganz vorne mit den jetzt auch schon jüngeren Athleten mithalten kann. Und klar gibt es da Druck, aber ich habe die letzten Jahre eigentlich kein Jahr gehabt, wo es keinen Druck gab. Von daher kann ich damit ganz gut umgehen. Mache ich die Übung richtig? Bauchroller? Die Herausforderung ist eigentlich immer wieder, die Ziele, die man schon erreicht hat, mit ihm wieder zu erreichen. Das ist eine Herausforderung, weil ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ist erstmal ein Kampf. Aber das immer wieder zu wiederholen, ist schwieriger, als einmal vielleicht den Erfolg zu bekommen. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer abhängig, welchen Athleten man dazu hat. Und wenn man den richtigen oder die richtigen Athleten hat, fällt es einem auch leichter, sich selbst auch zu motivieren und da auch voranzukommen. Ja, war eine eher schwierige Einheit heute mit Wind, Regen, Wellen. Aber ja, müssen wir uns durchkämpfen und ja, jede Einheit zählt. War jetzt eine Einheit mit zum 150er Puls bei Laktat 2, 3. Also eher so ja, Grundlagentraining zum Warmwerden und ja, um die Grundlage auszubauen. Also kommen jetzt noch weitere harte Einheiten. Ja, wichtig ist erstmal für mich, dass ich jetzt gut über den Winter komme. Dass ich also mein Trainingspensum schaffe. Es gibt mir immer viel Sicherheit für die Saison auch, wenn ich wirklich das erfülle, was so auf dem Plan steht, was der Trainer ausgegeben hat an Trainingspensum. Und dann stehen, wie gesagt, die Qualifikationen an, die nationalen zuerst, wo ich natürlich mich als bester Deutscher zeigen möchte, was ich jetzt die letzten 11 Jahre geschafft habe, auch noch im 12. Jahr. Und dann international, was für mich natürlich immer am interessantesten ist, sich mit den Besten der Welt zu messen, will ich natürlich auch um die Medaillen erstmal mitfahren bei der Qualifikation und dann natürlich auch bei den Olympischen Spielen.